So, Ramazzotti ist back. Hallo, danke schon mal fürs Zuschauen. So, im ersten Teil haben wir das Tutorial hinter uns gebracht. Und somit erwartet uns jetzt der Start ins eigentliche Spiel. Start eine Kampagne, New Game. Neben den Campaign Slot 1, Medium, Schwierigkeitsgrad und das Tutorial tun wir uns nicht nochmal an. Es war nicht atemberaubend, waren wirklich die grundlegenden Techniken. Und jetzt schauen wir uns mal an, was uns erwartet im eigentlichen Spiel. Also viel Spaß. So, Kapitel 1, A Long Way in Dunwall. Today marks the anniversary of the death of Empress Jessamine Caldwin, assassinated 15 years ago. Visitors from across the Empire of the Isles have journeyed to Dunwall Tower for the occasion. So, also, ich spiele also 15 Jahre zurück. So viel weiß ich schon. Da wurde halt unsere Mutter ermordet und es wird halt jetzt dann wohl der Jahrestag, der 15. Jahrestag begangen und da startet das Spiel. Also, let's see. Why do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwall, a paid killer assaulted the palace where I was born and stabbed my mother in the heart. In the aftermath, the men who sent the assassin tried to use me as a pawn in a game of power. They would have succeeded, but my father, Corvo Attano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. Watch your step, Majesty. I'm not looking forward to all the ceremony today. Your signet ring. There. You're ready. Thank you, Alexei. Open the doors. Die Türen sehen mal richtig geil aus. All hail Her Imperial Majesty, Emily Caldwin. Loyal Whoa. subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily, You look tired, Father. every year I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you. That these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Ja, es scheint halt, als ob wir hier quasi die Königin sind oder Empress. Your Majesty, before we begin the day's observances, we have an unexpected visitor, the Duke of Serkonos. Ramsay says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. Grace Luca Abel, Duke of Serkonos! Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsay? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Attano.
a native of our homeland. Serkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks. For now, I give you the greatest gift of all, family. I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece. Hello. It's not true. My father was Emperor Euhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal protector. How naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful empress has returned. All hail the Empress Delilah, first of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the Crown Killer murder. What? Sword can't still my heart. Okay, jetzt können wir also entscheiden, welche Person wir spielen. Also entweder als Corvo oder als die Tochter. Ich nehme mal Emily. Ja, unheimlich viel passiert hier am Anfang, direkt im Intro. Kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Sackgesichter immer schön aufs Maul hauen. Gehe ich zumindest von aus. Mal gucken, ob es klappt. Ja, Mann. Cast you in cold marble. Ja, so viel zum Thema aufs Maul hauen. Over time, you'll come to love me. Perhaps someday you'll see me as the mother you lost. But until then, you'll be kept out of trouble. I'll lock Lady Emily in her chambers, and then I'll bring her to Coldwood Prison until her trial. Ja. My father lost it all when I was a boy, so now I wear this uniform, and I send 20-year-olds out to patrol the rose gardens instead of drinking with Da the haben wir men ja from mal the richtig shooting auf die club. Kacke gehauen. Aber gut, was willst du machen? Captain Ramsey, I heard shouting. Lady Emily, what happened? Could be all Captain Mayhew. Du Scheiße. No! That's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? There's a legend in the Tower Guard about the Empress's last resort, a safe room inside your chambers holding enough gold to buy a good-sized island. They say that this ring is one of the only 2 keys to exist. Ja, schade. Ich wollte eigentlich gerade noch gesagt haben, der Ring hat bestimmt noch irgendeine Bedeutung. Wird er wahrscheinlich auch haben, aber jetzt haben wir ihn erstmal verloren. Nicht cool. What happened? Alexei. The throne room. Father. Nothing I can do alone. I need to get out of here. Ja, also, wahnsinnig viel passiert im Intro. Da ich ja auch noch gar nichts über das Spiel weiß, mich vorher nicht informiert habe, keine Trailer geschaut habe oder ähnliches. Dishonored 2 spielt also 15 Jahre nach dem ersten Teil
vor 15 Jahren ist unsere Mutter ermordet worden, die, wenn ich richtig verstanden habe, damals auch Empress of Dunwall war. Das haben wir nun übernommen, zumindest anfangs war das noch der Fall. Und zeitgleich geht jetzt hier der Crown Killer in Dunwall und man versucht uns das halt in die Schuhe zu schieben, dass dass die toten Menschen halt auf unsere Kappe gehen. Zu den Feierlichkeiten zum Jahrestag zu Ehren ihrer Mutter oder zu unserer Mutter ist dann angeblich die Schwester unserer Mutter aufgetaucht. 15 Jahre war sie wohl verschollen und beansprucht halt den Thron für sich und hat dann unsere Gefolgschaft halt mal kurzerhand ermordet. Was mit unserem Vater passiert ist, weiß ich noch nicht. Und uns hat man hier halt in den Tower of Dunwall gesteckt, so sehe ich zumindest jetzt. Mal schauen. Und ja, jetzt sind wir halt eingesperrt. Den Ring, den wir vorher bekommen haben an der Eingangstür, den haben wir glaube ich auch nicht mehr. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir rauskommen. Schönes Intro. Interessante Story scheint es zu sein und ich bin gespannt. Hier können wir einen Alarm auslösen, okay. Should I just spin it and pick a place to hide for a while? I need time to think. Okay, hier sind verschiedene Schriftstücke. Einmal ein Brief vom Berater Helmswater. Empress, we face yet another murder and I cannot remain silent on this matter. Strange is it not that all the victims have openly opposed you? If not strange, then also very convenient. Is there anything you wish to tell me, Majesty? How can I be an advisor if you don't include me in these most sensitive of endeavors? I feel I must be the only person in Dunwall who doesn't know the truth about the Crown Killer. Don't leave me out in the cold. I remain your trusted servant and advisor, Leonora Helmswater. Ja, also die Leute, die ja ermordet werden vom Crown Killer, das sind wohl anscheinend alles Gegner von uns, sind uns nicht gut gesinnt und dann ist natürlich das Offensichtliche, dass wir dafür verantwortlich sind, beziehungsweise wir in Person von meiner Person und meinem Vater halt irgendwie dafür verantwortlich sind, sprich der Crown Killer sind. Aber gut. So, Ship Launch Protocol, Empress. After the Royal Protector's Shakedown cruise, we launched the ISS Jessamine Cauldron just before the anniversary of your mother's passing. Pending your approval, of course. On the platform we'll have a bottle of King Street brandy tied to a long tether that you will release to swing out against the hull. What you say during the ceremony is, of course, up to you, but there are some ideas intended to serve as food you forethought. May a brisk wind hurry you to shores near, far, and fair. May you shelter your crew from the perils of the terrible ocean. May you always sail for Bristol, true of heart and homeward bound. Yours faithfully, Advisor Wainwright. Wir haben also einen zweiten Berater, Wainwright, der uns hier was von einem Schiff erzählt. Und ja, ich denke mal, auf das Schiff werden wir auch über kurz oder lang stoßen. Ansonsten, was können wir noch finden auf Anhieb hier? Nicht wirklich viel. Typewriter Use. Ziehen wir so ein paar Trauben rein. Den Rest noch gleich mit. Okay. Die Fenster sind schon mal offen. Zumindest das. The Hound Pit's pub. I can't believe it, but I actually miss those times.
Okay, nichts Besonderes beim Bild. These bastards are working with Ramsay and the Duke of Serkonos. Genau, der Duke of Serkonos. Er kam halt mit unserer angeblichen Tante um die Ecke. Das wird sich noch rausstellen, ob das auch dem wirklich so ist. Okay, auf dem Fenster sind es How many dann auch schon mal times have I spannend. looked at that skyline? It feels like everything just Schauen wir mal. changed. So. Nicht wirklich viel, was wir hier machen können. So scheint es zumindest mal. Mal gucken, ob das was geht. Nicht wirklich. Ja, schade eigentlich. Set-Alarm. Den hatten wir schon mal. Ich will halt auf Nummer sicher gehen. Bevor ich gleich aus dem Fenster falle. Das Gefühl habe ich nämlich. They used to hide frogs in this old grandfather clock to drive the housekeepers mad. I thought life was complicated back then. Okay. Passiert nicht wirklich viel beim Alarm. Eventuell haben wir hier noch einen Geheimgang. Ich weiß nicht, ob es damals schon Lüftungsschächte gegeben hat. Das wird die nächste Frage. Der Globus hilft uns auch nicht wirklich weiter. Ja gut. Dann gehen wir mal raus. Ja, wie gesagt, also ich habe ja schon den Eindruck, dass wir da runterfallen, sollten wir es wagen. Hier irgendwie an das Rohr zu springen, das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist ein bisschen eigenartig. Es wird natürlich ein Epic Fail, wenn ich jetzt hier runterspringe und dann sterbe. Aber ich sehe gerade im Moment auch nicht wirklich viele andere Optionen. Also probieren wir es mal. Natürlich! Hervorragend! Ich werde bekloppt. Ja, genial. Das war sowas von logisch. Aber gut. Sehr geil. Ja, vielleicht können wir noch irgendwie an der Wand hochspringen. Ich weiß es nicht. Ja, genial. Should I just spin it and pick a place Ja, to hier ist noch hide ein for a zweiter while? Globus, den habe ich eben total I need übersehen. time to think. Und die kann man halt eben auch nur drehen. The Hound Pit's pub. Ja, bla bla I bla. can't believe it, but I actually miss those times. Ah, ich werde verrückt. Schade, kann man die nicht öffnen, oder was? Wäre eigentlich eine schöne Idee. Ja, die haben wir schon gelesen. Oh, weg damit. Komische Schreibmaschine hilft uns auch nicht. Schubladen lassen sich nicht öffnen. Hier geht auch nichts ab. Ja.
bisschen Obst kann ja auch nicht schaden. Die Tür geht logischerweise nicht auf. Ah, gehen wir nochmal raus. How many times have I looked at that skyline? It feels like everything just changed. Hier dann vorbei squeezen kann man auch nicht. Das ist hier auch nichts, wo man irgendwie drauf landen könnte. Naja, anlegen können wir uns. Aber das hilft uns nicht, wir können ja nicht weitergehen. Ja. Okay. Hier haben wir eine Quick Save Funktion. Okay. Ich gehe gerade noch mal ein bisschen die Buttons durch, was wir eventuell noch für Möglichkeiten haben. Ja, sieht nicht gut aus. Also ich sehe jetzt hier nichts. Delilah is some sort of witch. How is this possible? Na ja gut, da kann man mal sehen, wenn man blöd ist, ist man blöd. Könnt hier dann übers Fenster wieder in den Hauptgang hier gehen. Good to know. Okay. Toten Körper können wir wegtragen, rein theoretisch. Lady Emily, you're all right. I was... Where's the Royal Protector? There's a coup underway. My father is... He's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Through your safe room. There was a captain earlier today, down at the docks. Looking for the Royal Protector. Find her. Get out of Dunwall. Alexei, I'm sorry. Goodbye. Alexei ist tot. Aber gut. Schauen wir mal. Safe room. This won't open without my ring. Ramsey has it. Ah, okay. I need my signet ring. Ja. Ich hätte zumindest schon mal richtig gemutmaßt, dass der Ring No time for that now. entsprechende Bedeutung hat. Also ein Safe Room bringt. Light Pouch. Geh wir dann raus. Ich hab's doch gesehen. Okay, können wir die Tür wieder schließen. Hier ist auch nichts weiter drin. Die Frage ist, ob es hier irgendeinen Effekt hat, wenn ich hier irgendwie Obst esse oder was? Okay, hier haben wir einen Audiograph, hören wir uns mal an. Emily, I know times are hard. You're the ruler of 4 nations, and I won't pretend to understand the pressure you're under. Only you and your mother before you could know what that's like. Whoever's killing off your enemies is doing so for calculated effect, undermining us. Now
Bla 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 bla. Jessamine's name. You're becoming the sovereign your mother wanted you to be, and I'm proud of you. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Long story short, wir werden den Crown Killer finden und den ganzen Mist in die Hände setzen und ja, wir haben einen ganz tollen Job gemacht. Wir sind das Thronerbe und haben das ganz toll gemacht, die Jahre über, bla bla bla. Nicht weiter interessant, aber der Typewriter, der das Audio abspielt, ist eine schöne Idee auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir These mal, wie die... bastards are working with Ramsay and the Duke of Serkonos. Ja, ist klar. Jetzt gucken wir mal, wie die DIN-Funktion hier funktioniert. Ist mir noch nicht ganz klar. Okay, gibt es ein Tutorial für Assassinations und Takedowns. Das ist nochmal ein Ingame-Tutorial. Go for a whiskey or something. Maybe one of them. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ein schönes Buch gefunden. Ich spare mir das jetzt, euch das vorzulesen. Das stimmt, das muss nicht sein. Und dann schauen wir mal, wer hier auf uns wartet. Tja. Das war schon extrem clever gemacht. Okay. Traitors. Ja, looten natürlich. Looten. Mit der Zeit können wir töten. Wir können auch wegtragen. Ja, probieren wir mal aus. Oh, lieber Arm ab als Arm dran. Ja, wie gesagt, das Stealth-technisch war das jetzt natürlich ganz großes Kino. Der hat anscheinend nichts dabei, schade eigentlich. Das hier dürfte unser Zimmer sein, dass wir eingesperrt worden waren. Also, Stealth-technisch müssen wir noch ein bisschen den Solid Snake raushängen lassen. Das war gerade nichts. Ansonsten schauen wir mal, wo uns das hier weiterhin führt. Leider nichts im Schrank. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt den Kollegen finden, der hier unseren Ring gestohlen hat oder an sich genommen hat. This reminds me of good times with friends, with Wyman. All gone now. Dann denke ich mal, gehen wir zurück zu unserem Safe Room, der für uns im Moment noch nicht begehbar ist, logischerweise. Und da müssen wir schauen, dass wir irgendwie hier von unserer Insel oder von Dunwall flüchten. Uns neu formieren und dem Duke, unserer vermeintlichen Tante und den restlichen Säcken hier schön einen mitgeben. Ich mache an der Stelle dann mal ein kurzes Break. Wir sehen uns im dritten Teil und schauen, was uns hier im ersten Abschnitt noch alles erwartet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, euer Ramazzotti. Bis dann, ciao.